Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, was ist das Schöne, wenn draußen der Herbst wieder kommt? Es wird wieder früh dunkel und ich muss wieder meine Tischlampe anmachen. Hab nicht mehr das schöne Sonnenlicht von der Seite. Das heißt, sorry, wenn jetzt wieder hier oben die Lampe ins Bild kommt und ab und zu kleine Punkte hier zu sehen sind. Es ist jetzt wieder die Zeit, wo ich mit Licht arbeiten muss. Also wir gucken uns heute mal nichts von KISS an. Und auch nichts von den Bands, die ich typischerweise mag. Also wir kommen gleich dazu, ob ich die Band hier mag. Sondern ich zeige euch mal eine Band, wo ich skeptisch war. Und zwar rede ich hier von Lorna Shore. Und nach dem Intro gucken wir uns das Ganze an. Das ist Lorna Shore, das neue Album I Feel the Everblack Festering Within Me. Langer Titel, muss man sich erstmal merken, ist eine Deathcore-Band aus Amerika. Ich bin ja nicht so der Metalcore-Fan. Das ist so dieses hohe Gekreische mit ein bisschen Melodie und ein bisschen Clean-Gesang oftmals. Deathcore ist hohes Gekreische, tiefes Gegrowle und eine Bassdrum, die mich schockiert hat. Ich habe da bei YouTube den Vorschlag bekommen von der Band und da habe ich so kurz reingehört, das fing mit einer Melodie cool an, dann habe ich reingeklickt, habe mir das angehört und wusste irgendwie nicht, ob ich es hassen oder lieben soll, weil es ist so wild und die Drums sind so extrem schnell gespielt. Ich bin ein großer Fan von Drummern und Schlagzeug, weil ich selber mal ein bisschen Schlagzeug gespielt habe und ich liebe Drummer, ich liebe Drum-Solos und ich liebe es, wenn irgendwie Drums in einem Song geil gespielt sind. Aber hier sind die Drums so schnell, dass ich es manchmal als nervig empfunden habe. Dazu eine ganz schnelle Gitarre. Kommen wir aber auf das, was ich geil finde, bevor wir uns das Vinyl angucken. Dann kommen wirklich epische Parts in den Songs, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Und wenn etwas mir Gänsehaut beim Hören bereitet, ist es meistens so, dass ich dann auch es gut finde. Und ich möchte hier als Anspieltipp, wer die Band noch gar nicht kennt, Glenwood und Forevermore von diesem Album haben es mir besonders angetan. Das sind wirklich Songs, wo ich echt dachte, boah, das ist fett. Und es gibt auch Songs auf den Alben, wo ich denke, oh Gott, das ist Schrott. Also das ist wirklich für mich ganz, ganz schwierig, diese Band zu beschreiben. Zwischen, ich finde es nervig und ich liebe sie. Also es ist, gerade muss ich sagen, werde ich ein bisschen zu einem Fan, weil ich mich auch in andere Songs reinhöre. Ich werde es mal währenddessen das hier auspacken und wir gucken uns mal den Sticker an. Ich habe hier so eine besondere Variante mir geholt, wie ich das immer gerne mache, wenn ich mir etwas hole. Ich habe hier eine Limited Deluxe Gatefold Golden 2LP und Slipmat in O-Card. O-Card kann ich bisher gar nicht in Ausdruck. Das ist diese Hülle, die wir hier haben. So ein Schuber nenne ich das normalerweise. Da seht ihr das Teil, da ist so ein Lorna Shore Symbol glitzernd auf matten schwarzen Pappschuber. Und dann haben wir hier, ich mache mal ein bisschen die Fusseln runter, das Lorna Shore Logo und I Feel the Everblack Festering Within Me in glänzend drauf. Und dann holen wir das Ganze einfach mal raus und gucken uns das an. Das ist nämlich das Album. Dann können wir nämlich auch gleich mal ein bisschen die Tracks uns angucken. Wir drehen das Ganze mal um und da sehen wir dann auch ein bisschen schon die Tracklist. Hier nochmal das Symbol von Lorna Shore. Hat so ein bisschen Black Metal Vibes. Manchmal ist da auch so ein bisschen Black Metal Gesang, dieses ganz hohe Gekreische. Aber ich muss sagen, der Sänger ist, ich würde fast meinen, ich habe immer Michael Stein als einen der besten Schauter für mich irgendwie und Death Metal Sänger, weil er einfach auch so eine geile Stimme hat und so klar zu verstehen ist. Aber wenn es jetzt hier um Umfang geht, würde ich sagen, ist der Lorna Shore Sänger einer der krassesten, den ich je gehört habe. Das ist wirklich, guckt euch ja mal Videos bei YouTube an, das ist wirklich, das sieht aus, als wenn er das im Schlaf macht. Wahnsinn, wirklich, absoluter Wahnsinn. Wir starten mal
mit den Songs. Bei mir geht es los bei Song 3 mit In Darkness. Den finde ich ganz gut. Dann kommt Unbreakable, den finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Glenwood ist für mich der Hit der Band momentan. Lionheart ist irgendwie ein bisschen nervig, aber hat irgendwie eine ganz geile Melodie, die mich dann doch wieder so ein bisschen catcht. Die nächsten beiden Songs komme ich noch nicht so klar mit. War Machine geht, so komme ich auch noch nicht ganz klar mit. Dann halt The Nameless Hymn, auch noch nicht so richtig. Und dann haben wir hier Forevermore. Das ist der Song, den ich auch mit am meisten feiere. Das ist echt ein Hammer-Song. Wir gucken jetzt mal in das Gatefold-Cover rein. Da sehen wir das Ganze. Auch da nochmal der Titel innen drin. Hier dann ein Foto, das sieht aus wie der Sänger. 100% sicher bin ich mir jetzt nicht. Und dann schauen wir uns hier mal den Einleger an, bevor wir zum Vinyl kommen. Da haben wir das Ganze. Das ist der Einleger. Da seht ihr den Sänger. Dann haben wir hier den Drummer, der wirklich, auch da gibt es so ein Drum-Playthrough. Guckt euch das an, wie entspannt, wenn man so Lars Ulrich von Metallica kennt, der gefühlt Sportstunde macht, wenn er einen Song spielt. Dann kommt er hier, der in millionenfacher Geschwindigkeit mehr spielt und dabei aussieht, als wenn er gerade beim Teekränzchen ist. Das ist einfach krass. Der spielt halt irgendwie so eine Heel-Toe-Variante, womit er eine doppelte Geschwindigkeit bei der Double Bass erzeugt, was sich dadurch anhört wie ein Gewitter, wie ein ja, Maschinengewehrfeuer, man kann das gar nicht beschreiben. Es ist abartig schnell. Sie nutzen das in ihren Songs, finde ich, einen Ticken zu häufig. Also wären viele Songs, so wie der Refrain-Part von Forevermore und Glenwood und dieses ganz, ganz schnelle würde nur mal in 1, 2 Songs kommen, dann würde ich fast meinen, dass wir hier von meiner Lieblingsband im Death Metal Bereich reden würden. Ich nenne es jetzt mal Death Metal, Melodic Death Metal, auch wenn es Deathcore ist. Ich würde fast sagen, dann geht es in die Richtung meiner Lieblingsband, weil die langsamen Parts in diesen beiden Songs sind grandios und absolut ein Hammer, gänsehautwürdig und ich feiere es wirklich sehr. In die ersten Alben der Band, ich glaube es gibt 3, 4, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich mich so ein bisschen rangetastet. Ist nicht ganz so cool für mich wie das Neue. Wahrscheinlich sind sie jetzt an einem Stil angekommen, der mir mehr zusagt. Aber auch das eine Album hatte ich reingehört, da war ein Song, ich komme jetzt nicht auf den Titel, auf jeden Fall auch sehr cooler, melodiöser Refrain, den ich auch sehr gefeiert habe. Also ich werde mich da noch mal ein bisschen mehr rantasten. Gucken wir uns aber das Vinyl an. Und auch das ist richtig schön. Da haben wir nämlich wunderschön, wie neulich bei der Kiss-Scheibe von dem Debütalbum, ein goldenes Vinyl mit dem goldenen Logo von Lorna Shore. Und hier nochmal dann auch in heller Variante das Label. Richtig, richtig cool. Gefällt mir, schön gemacht. Und das Ganze ist halt ein Doppel-Vinyl-Album. Wir können auch gerne mal die zweite Scheibe uns noch angucken, weil da kommt nämlich auch noch das Goodie, was da extra ist. Das ist nämlich die Slipmat und auch die finde ich wirklich richtig gelungen. Ist jetzt kein Schnapper, die Scheibe, mit 51,99. Ich habe das Ding, um hier keine Werbung zu machen, bei EMP gekauft und dadurch, dass ich Backstage Club habe, spare ich immer das Porto. Ich bestelle sehr, sehr viele T-Shirts bei EMP. Deswegen lohnt sich das für mich immer. Und man hat halt kein Porto und ich konnte mir die dann da holen. Dann haben wir hier noch die zweite Scheibe. Auch da, Überraschung, ist goldenes Vinyl. Auch wieder mit denselben Labeln. Sieht sehr, sehr cool aus. Absolut schöne Scheibe. Ja, Lorna Shore. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr schon Kontakt mit der Band? Oder nicht? Also nicht Kontakt mit Kontakt in der Form, sondern hattet ihr schon Kontakt und habt euch das angehört? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten, irgendwie schon Fan, aber ich finde nicht alles geil. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin hier picky bei den Songs, was ja nicht schlimm ist. Wenn auf einem Album 3 Songs sind, die ich richtig geil finde, dann hat sich das Album für mich schon gelohnt. Selbst wenn es 2 Hammer-Songs sind, wo ich sage, das sind epische Titel, die werde ich in 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren noch auflegen und mir immer mal wieder anhören.
und da zähle ich Forevermore und Glenwood definitiv dazu, dann lohnt sich für mich so eine Platte, auch wenn der Rest vielleicht auf so einer Platte Müll ist. Müll würde ich es nicht nennen, es ist gewöhnungsbedürftig, man muss es mögen und vor allem muss man diese Maschinengewehr-Drums feiern. Und ich feiere es, wie der Typ das spielt, weil das ist wirklich, allein die Präzision ist wirklich großes Kino. Und ja, man muss es mögen, man muss es feiern. Ich finde die Band gut, komme auch nach Hamburg, leider gibt es keine Tickets mehr. Ich wäre echt jetzt gerne hingegangen, muss ich gestehen, weil ich habe einen Live-Clip gesehen, wo ich auch hinten übergefallen bin, wie gut das live klingt, in der Kombi seines Gesangs. Es gibt so Bands, da hat man so einen Brei, wie bei Arch Enemy. Das fand ich nicht ganz so geil, weil das zu breiig war vom Sound. Und bei denen hier, bei der Aufnahme, die ich gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, das ist mal echt eine Ansage an alle anderen Bands. So Hammer, muss man echt sagen. Und die Platte ist extrem gut produziert. Das muss man auch sagen. Das Ding klingt rundum grandios gemacht. Man hört alles gut raus. Auch wenn es klingt wie Lärm, ist alles klar voneinander zu unterscheiden. Und es ist super gut produziert, abgemischt. Geiles Ding. Ich feier's, hört's euch mal an. Es wird nicht für jeden was sein. Jeder, ich sag mal, Glamrock-Fan, der nur in diesem Bereich unterwegs ist, wird hier große Schwierigkeiten haben. Und ich habe viele Glamrock-Kiss-Fans, die meinen Kanal gucken. Ich bin nicht nur Kiss-Fan, ich mag halt viel im Metal-Bereich, auch wenn Kiss mein Lieblingsthema ist und es da einfach am meisten Vinyl gibt, habe ich halt auch andere Favoriten. Die sind neu dazugekommen. So, jetzt bin ich raus. Lasst ein Abo, einen Daumen und einen Kommentar da. Keep on rockin'. Tschüss.